liebe Leute, herzlich willkommen auf Auto Kitchen, meinem Kochkanal. Ich bin der Matti und heute dreht sich alles um die Kartoffeln. Ja, liebe Kochfreunde, Kartoffeln sind sehr wichtig für die Ernährung der Menschheit. Sie gehören neben Weizen, Mais und Reis zu den 4 wichtigsten Grundnahrungsmitteln der Welt. Ja, und deswegen zeige ich euch hier die 10 wichtigsten Fakten über Kartoffeln. Viel Spaß mit dem Video. Ursprünglich stammen die Kartoffeln aus Südamerika ab, genauer gesagt aus den Anden oder der Andenregion. Dort wurden die Kartoffeln von den alten Inkas vor über 7000 Jahren erfolgreich angebaut und geerntet. Nach Europa gelangte die Kartoffel erst spät im 16. Jahrhundert, als die wertvollen Knollen neben vielen anderen Dingen von den spanischen Eroberern mitgebracht wurden. Ja Leute, Kartoffeln kommen aus Südamerika, vor 7000 Jahren wurden von den Spaniern hergebracht. alles nicht so interessant, aber glaubt mir Leute, irgendwie muss ich ja anfangen, aber es wird noch viel besser. Wir unterscheiden hauptsächlich zwischen festkochenden, vorwiegend festkochenden und mehlig kochenden Kartoffeln, wobei es im Laufe der Zeit durch verschiedene Kreuzungen und Züchtungen über 4000 verschiedene Kartoffelsorten gibt. Insbesondere in Irland war die Kartoffel ein wichtiges Grundnahrungsmittel und die Abhängigkeit der irischen Bevölkerung von der Kartoffelpflanze führte zu schweren sozialen und wirtschaftlichen Problemen des Landes, insbesondere während der Kartoffelfäule in den 1840er Jahren, als die Ernte ausfiel und viele Menschen aus Irland emigriert sind in die USA. Wusstest du, dass die größte Kartoffel der Welt stolze 11,3 Kilogramm auf die Waage brachte? Das ist in etwa so viel wie eine große Wassermelone, eine volle Einkaufstüte oder ein mittelgroßer Hund. Die größte Kartoffel wurde vom britischen Landwirt Peter Glazebrook im Jahre 2011 im englischen Dorf Norfolk gezüchtet. Sie war nicht nur enorm, sondern auch im perfekten Zustand, ohne sichtbare Mängel oder Verfärbung. Der Landwirt Peter Glazebrook hat nicht nur die größte Kartoffel der Welt gezüchtet, sondern auch in anderen Kategorien von Pflanzenwettbewerben wie der größten Karotte oder dem schwersten Kürbis ausgezeichnete Ergebnisse erzielt. Ja, wie sagt man so schön, der dümmste Bauer hat die größten Kartoffeln. Kartoffeln sind übrigens eine nahrhafte Superknolle. Sie sind nicht nur äußerst lecker, sondern auch sehr nahrhaft und gesund. Sie enthalten Vitamin C, B6, Kalium und Ballaststoffe. Außerdem sind sie fettarm, solange sie nicht frittiert werden. Die Kartoffel ist nicht nur auf der Erde beliebt, sondern auch auf dem Mond. In den 90er Jahren wurde eine Kartoffelpflanze in einem Experiment auf der Raumstation Mir ins All geschickt, um zu testen, ob sie in der Schwerelosigkeit wachsen kann. Das Experiment war übrigens erfolgreich und zeigte, dass Kartoffeln im Weltraum kultiviert werden können. Kartoffeln auf dem Mond und anderes Gemüse und dann soll es wirklich noch Leute geben, die anzweifeln, ob es Außerirdische auf der Erde gibt. Die 3 Länder mit dem höchsten Kartoffelverbrauch sind auch gleichzeitig die Haupterzeugerländer für Kartoffeln. Die meisten Kartoffeln essen die Chinesen mit etwa 60 Kilo, gefolgt von Indien mit etwa 55 Kilo und Russland mit etwa 40 Kilo pro Kopf und erwachsener Person. Deutschland belegt in der Liste der Kartoffelesserstaaten mit ca. 35 Kilo pro Kopf den 4. Platz. Immerhin. Was passiert eigentlich mit den Kartoffeln?
Weltweit werden etwa 50% aller Kartoffeln als Frischkartoffeln verarbeitet, 30% werden zu industriellen Produkten wie Pommes frites, Chips oder Kartoffelstärke oder andere Produkte weiterverarbeitet und 20% in sonstigen Verwendungen, zum Beispiel in der Papierverarbeitung oder als Rohstoff in der Chemie. Ja Leute, und was ihr hier seht, das sind Kartoffelchips. Ich liebe Kartoffelchips, aber wer hat's erfunden? Die beliebten Kartoffelchips wurden im Jahr 1853 in den USA erfunden. Und die Geschichte ihrer Entstehung ist sowohl unterhaltsam als auch interessant. Als Erfinder gilt der afroamerikanische Koch George Clum, der im Moon's Lake House, ein Restaurant in Saratoga Springs in New York, arbeitete. Der Legende nach sind Kartoffelchips wie folgt entstanden. Ein Gast beschwerte sich über die Dicke der gebratenen Kartoffelscheiben, denn er fand sie einfach viel zu dick. George Clum wollte dem Gast einen Streich spielen. Um ihn zu verärgern, schnitt er die Kartoffeln extrem dünn, frittierte sie in heißem Öl und gab sie mit Salz zurück. Doch zu seiner Überraschung fanden die Gäste diese neuen knusprigen Scheibchen, heute genannt Chips, köstlich und bestellten immer mehr davon. Kartoffeln kann man nicht nur essen, sie funktionieren sogar als Batterie. Eine Kartoffelbatterie funktioniert, weil die Kartoffel geringe Mengen an Elektrolyten enthält, die einen Stromfluss zwischen zwei verschiedenen Metallen, also Zink und Kupfer, ermöglichen. Diese Metalle dienen als Anode und Kathode und durch die chemische Reaktion in der Kartoffel entsteht ein geringer elektrischer Strom. Kartoffelbatterien können zum Beispiel kleine Geräte wie LEDs oder Uhren betreiben, allerdings liefern sie nur eine geringe Spannung von etwa 0,5 bis 1 Volt. Aber mehrere Kartoffeln in Serie geschaltet erhöhen die Spannung und verstärken logischerweise auch den Strom. Also wenn dir das keine Energie gibt, dann weiß ich auch nicht. Ja Leute, das war das Video, die 10 interessantesten Fakten über Kartoffeln. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, hattet Spaß bei dem Video. Bis zum nächsten Mal Leute, euer Matti.